Die Elektromobile Deutschland GmbH vertreibt nun E-Bikes auch unter dem prestigeträchtigen Markennamen Rover. Ein Modell ist das 16 Zoll kleine Faltrad Rover Fold FFR 701. Und das ist auch das Besondere an diesem E-Bike. Es ist klein und faltbar, wobei der Faltmechanismus auch einigermaßen besonders ist. Der vordere Rahmenteil nämlich samt integriertem Akku schwingt gehalten von zwei Streben des hinteren Rahmenteils elegant zurück. Der Mechanismus wirkt deutlich stabiler als bei vielen auch namhaften Konkurrenten. Der Rahmen ist übrigens aus Magnesium, dennoch wiegt das Fold 22 Kilogramm. Das offizielle Packmaß beträgt 95 x 60 x 70 cm. Das ist relativ groß für ein 16 Zoll Faltrad. Als Antrieb kommt der auch bei anderen Modellen von Elektromobile Deutschland eingesetzte Hecknabenmotor von Xiongta mit 40 Newtonmeter Drehmoment zum Einsatz. Der unterstützt in 5 unterschiedlichen Stufen bis 25 km/h. Mangels entsprechender Sensorik setzt die Kraft verzögert, aber dafür dann umso kraftvoller ein, da muss man sich drauf einstellen. Einstellen muss man sich auch auf die Single-Speed-Übersetzung des Rover Fold. Denn so ab 15 km/h wird das Radfahren dann mehr zum Strampeln, schließlich kann man ja nicht einfach raufschalten. Das ist aber für die Kurzstrecke wohl weniger relevant. Jedoch wenn man mal länger unterwegs ist und schneller als 15 fahren will, muss man sehr hohe Trittfrequenzen aufbieten. Der 374,4 Wattstunden Akku ist im Rahmen integriert und auch entnehmbar. Laden lässt er sich am Rad und auch extern. Rover gibt bis zu 60 Kilometer Reichweite an. In der Praxis wird das bei jedem anders ausschauen. Unser Eindruck im City-Einsatz: 25 bis 28 Kilometer sollten schon drinnen sein. Im Winter wird es wohl weniger werden. Das Fold ist voll gefedert. Verstellung gibt es keine, beziehungsweise konnten wir keine finden. Man fährt recht bequem und freut sich auch an der Wendigkeit des 16 Zoll Bikes. Es sind mechanische Scheibenbremsen an Bord, sehr gut für effektives Bremsen bei Nässe und Regen. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist die gute Sichtbarkeit des weiß und knallig rot gehaltenen Faltrades. Das Design insgesamt wirkt cool, woran einerseits das spezielle Rahmendesign und andererseits auch die lässigen Felgen wohl jeweils ihren Anteil haben. Leider ist die Beleuchtung nicht zu Ende gedacht. Das Rücklicht ist nicht in der Bordelektrik integriert und muss separat geschaltet werden. Noch dazu ist es an der Sattelstütze unter einem auch dort angebrachten Reflektor montiert, wo es ein tieferes Einfahren des Sattels beim Falten verhindert. Die Lichtausbeute vorne ist zudem nur Durchschnitt, in der City wird es aber reichen. Weitere Kleinigkeiten trüben das Gesamtbild, etwa die Kabelführung im gefalteten Zustand. Außerdem fehlt im Faltzustand eine Befestigung der beiden Rahmenteile bzw. Räder, was das Tragen des Fold tückisch macht. Und weiters ist die Lenksäulensicherung im Fahrzustand mit einem nicht sehr solide wirkenden Plastikring durchgeführt. Für effektiveren Schutz vor Nässe und Schmutz wären auch größere Schutzbleche wünschenswert. Das Fold lässt sich gefaltet in verschiedenen Varianten auch ganz gut schieben, wie etwa hier, wo es auf dem Vorderrad abrollt. Das Rover Fold eignet sich unserer Meinung nach vor allem für kurze Strecken und in Kombination mit Öffis oder Auto. Auch fürs Wohnmobil oder ein Boot kommt ein Faltrad wie dieses in Frage. Für den Hardcore Everyday Commuter oder für regelmäßige und längere Fahrten wird das Fold naturgemäß nicht die erste Wahl sein. Vor allem, weil es da preislich auch andere interessante Optionen gibt. Der Preis des Rover Fold ist nämlich selbstbewusst. 1.999 € Listenpreis, wobei es aber regelmäßig Aktionen zu geben scheint.
Zum Zeitpunkt der Videofertigstellung beträgt der Preis nur noch 1.399 €. Fazit: ein witziges kleines E-Faltrad mit Schwächen, die durch den aktuellen Sonderpreis aber relativiert werden.